Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf unserem Survival Challenge Server auf F12, wo wir mit dem Survival Daughter hier am Start sind. Die 1 HP bzw. die Nicht-Sterben-Challenge geht noch weiter. Wir sind bisher noch kein einziges Mal verreckt. Ja, die Gildenkämpfe und Raids und sowas, die zählen natürlich alle nicht. Und ja, wenn wir einmal sterben sollten, ist das Ding over. Der Account wird gelöscht und das Projekt ist vorbei. Ja, ich habe tatsächlich mir Gedanken gemacht und eine neue Art von so einem Projekt mir überlegt, was wir nächstes Mal machen könnten, wenn ich wieder in die Bredouille komme, ein paar Videos vorzuproduzieren, so wie wir es jetzt halt momentan gerade machen, um den Ganzen ein bisschen mehr Spice zu geben, ja, ein bisschen mehr Action reinzukriegen. Denn momentan versuche ich ja safe zu spielen und so gut es geht, mich zu verbessern, zu skillen, bevor wir in Dungeon-Kämpfe reingehen und in Arena-Kämpfe etc. pp. Ja, das heißt, ich versuche wirklich nicht zu sterben und auf wirklich Nummer sicher zu gehen und nichts zu riskieren. Ja, das heißt, wir haben zum Beispiel letztens das Gespenst besiegt und das war relativ eindeutig, weil ich halt auch nicht wusste, okay, was hat der an Stat-Punkte jetzt ganz genau? Schaffe ich den? Ja, ich möchte ja auch ohne SF-Tool spielen, das heißt, ich möchte mir die Gegner auch nicht berechnen vorher, sondern einfach nach Gefühl. Und da bin ich natürlich immer sehr erpicht, auf Nummer sicher zu gehen, damit ich halt nicht sterbe, ja. Und um das zu verhindern, beim nächsten Mal, um trotzdem so einen gewissen Druck, sag ich mal, reinzukriegen, dass man ja weiterkommen muss, bis es irgendwann vorbei ist, habe ich mir überlegt, fürs nächste Mal, wenn wir sowas machen sollten, so ein Projekt, dass wir mindestens jede Folge einen Dungeon-Gegner besiegen müssen. Ja, das hört sich jetzt erstmal brutal an, aber wir kommen tatsächlich auch wirklich damit relativ weit. Denn wir haben ja auch den Tutorial Dungeon und da haben wir ja gesehen, okay, die ersten 10 Gegner sind eigentlich wirklich mit Stufe 10 auch gut machbar. Das heißt, wir haben da schon mal Potenzial für 10 Folgen, sag ich mal. Und das ist dann natürlich schon ganz cool und in der Zeit kann man sich natürlich hier auch wieder Free-to-Play verstärken, sodass man dann halt eben auch in der Lichtwelt pro Folge einen Dungeon-Gegner besiegen muss. Das heißt, ich muss einen Gegner pro Folge besiegen, ansonsten ist die Challenge auch vorbei. Ja? Aber wenn ich sterben sollte, ist die Challenge auch vorbei. Okay? Das heißt, ich muss wirklich zusehen, dass ich von Folge zu Folge so stark werde, dass ich den nächsten Gegner auch wieder besiegen müsste so, ne? Ich spiele natürlich auch nicht großartig viel offline, sondern halt wirklich nur das, was ich in der Folge spiele, seht ihr auch wirklich dann effektiv und nichts irgendwie hier, ja, so offline grinden oder so, das nicht, sondern wirklich von Folge zu Folge versuchen, okay, wie weit kommt man ja, dann in jeder Folge mindestens einen Gegner zu besiegen, mehr macht halt keinen Sinn, um sich dann halt eben maximal verbessern zu können. Nach den 10 Tagen, wenn man die Tutorial-Gegner geschafft hat, hat man natürlich auch sich gut verbessert, sodass man in den normalen Dungeons vielleicht auch noch eine Zeit lang gut vorankommt, bis man dann halt irgendwann, ja, wahrscheinlich dann nicht mehr so gute Chancen hat. Und das habe ich mir jetzt fürs nächste Mal überlegt. Das fand ich eigentlich recht spannend, dass man da halt eben ein bisschen mehr Druck reinbekommt. Heute werden wir uns aber erstmal wieder auf unser Projekt hier konzentrieren. Ja? Wir werden versuchen, den bissigen Köter zu besiegen. Das Gespenst war ja letztes Mal wirklich sehr, sehr einfach, weil wir halt wirklich sehr lange gewartet haben, weil ich nichts riskieren wollte. Und deswegen gehen wir da auch direkt als erstes rein. Ich hoffe mal, dass wir den jetzt auch so einigermaßen leicht besiegen können. Der ist halt nur 2 Level höher als das Gespenst und ich hoffe, wir kriegen ihn und wir gehen jetzt mal rein. Okay, die Stat-Punkte versprechen Gutes, ja. Er macht uns so gut wie gar keinen Schaden. Das ist auch ein Free-Try hier voll und ganz an der Stelle. Ist halt schon fast wieder ein bisschen zu langweilig, muss ich sagen. Aber das ist genau der Grund, warum ich mir jetzt dieses neue Projekt dann nächstes Mal in Zukunft überlegt habe. Dass man sowas halt eben vermeidet, dass man sich quasi OP macht für diese Gegner, um halt eben, ja,
da einen gewissen Zugzwang hinterzubekommen. So, wie es jetzt gegen den Gegner aussieht, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nicht, ich kenne die Werte nicht und ich glaube aber spätestens gegen ihn oder gegen ihn, da scheißen wir jetzt ordentlich rein mit dem, was wir momentan gerade an Statpunkten haben. Das heißt, wir müssen bis dahin zusehen, dass wir uns wieder verbessern. Ich bin übrigens immer noch in der Bredouille, dass ich noch nicht meine erste Aufgabe hier besiegt habe oder erledigt habe. Das sollten wir heute hoffentlich hinkriegen. Und ja, ich werde mir erstmal noch die Alu gönnen hier, damit wir so stark wie möglich jetzt gleich in diesen Arena-Kampf reingehen. Denn wie wir es letztes Mal schon beobachtet haben, sind die Arena-Gegner teils wirklich stärker als ja, manch Dungeon-Gegner, den wir jetzt hier vor uns ja, gehabt haben. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir jetzt auch gleich gegen den, schade, die Kiste konnten wir nicht mehr mitnehmen, dass wir gegen den Arena-Gegner jetzt nicht gleich abkacken hier, ne? Das wäre natürlich sehr schade. So, wir haben mal wieder nicht verloren gegen die Alu-Gegner, ja. Ist natürlich auch so ein Ding, ne? Dass man da nicht sterben kann, so. Okay, wir haben aber eine bessere Rüstung tatsächlich bekommen, ja. Die ist minimal besser, aber wir nehmen hier alles mit, was wir kriegen können, ja. Und deswegen packen wir das mal gleich ein. Und ja, würde ich mal sagen, wir verskillen mal unser Gold. Wir haben hier sehr viel in Ausdauer gerade, sehe ich. Deswegen gehen wir mal noch ein bisschen in Stärke rein. So, 260. Ja, haben wir erreicht. Dann machen wir noch den Rest in Glück. Und dann schauen wir mal, was haben wir hier eigentlich? Ja, Gildenpad. Wir machen sowieso keinen Schaden, deswegen brauche ich hier auch nicht raufklicken. Wir würden natürlich auch sterben, ja. So diese Gildensachen, die zählen jetzt natürlich nicht zu unserer Challenge hinzu. Bei der ersten haben die mit dazu gezählt, das war dann wirklich Hardcore. Jetzt machen wir quasi so eine abgeschwächte Version, weil wie gesagt, das Projekt hatte ich vor einiger Zeit schon mal SF Hardcore so gehabt und da hat halt wirklich alles gezählt, auch die Gilde, ne, die Gildenkämpfe oder falls wir angegriffen werden sollten von jemandem aus der Arena, wo wir natürlich keinen Einfluss drauf haben. Und da wurde ich natürlich dann auch gestreamsniped und dann wurde ich dann auch, ja, besiegt und dann war das Ding halt eben vorbei. So, ne, da sind wir halt einmal gestorben und da war es halt egal wie, ne, und jetzt machen wir es halt so ein bisschen abgeschwächter Variante, ja, weil das halt dann einfach, ja, wurde sich auch teilweise in den Kommentaren damals, das letzte Mal, ich weiß nicht, wie lange das her ist, 1-2 Jahre, gewünscht, dass man denn das weglässt, weil es dann halt sonst einfach zu unfair wäre. Und dann guckt man halt, wie weit man jetzt kommt denn in dieser Situation. Okay, wir haben hier ein paar Gegner vor uns, ja, aber was mich gerade wundert, wir haben hier neue Gegner vor uns. Wir hatten nämlich letztes Mal hier einen in der Mitte gehabt, den wollte ich nämlich schon nehmen, weil der relativ schwach aussah. Jetzt haben wir wieder ganz neue Gegner hier und die sehen alle schon wieder ein bisschen stärker aus. Er könnte hier tatsächlich einigermaßen machbar sein. Wir vergleichen mal die Werte, um mal auf Nummer sicher zu gehen. Ja, den sollten wir eigentlich besiegen können. Das sollte kein Problem sein. Es ist natürlich immer mit einem gewissen Risiko verbunden, weil wir natürlich auch extrem Pech haben können vom Ding her. Und er uns, er die ganze Zeit einfach ausweicht und uns einen Crit nach dem anderen reinscheppert. Deswegen, das kann natürlich immer alles gut und gerne passieren, ne? Der letzte Gegner sah schwächer aus, aber ja, das wäre dann wieder einer mehr auf der Liste hier, ne? Ich würde immer noch ganz gern einen Ausdauertrank hier irgendwie rausnehmen können. Das wäre ganz cool. Dann hätten wir nämlich das Ding hier schon direkt. Aber wir müssen natürlich auch die Arena-Kämpfe hier, ne, irgendwie hinkriegen. Ist natürlich auch eine gewisse Art und Weise eine Spannung. Aber ja, von den 3 Gegnern ist er jetzt hier der Schwächste. Und deswegen gehen wir rein. Er ist auf jeden Fall stärker, würde ich sagen, als der Dungeon-Gegner gerade. Deswegen gucken wir uns das Ganze mal an. Let's go. Hoffentlich haben wir damit nicht unseren Untergang besiegelt hier an der Stelle, ja, aber wir fangen hier schon gut an mit gut Damage. Ja, er macht nicht viel, da passiert nicht viel, das sieht mir nach einem safen Kampf aus, auf jeden Fall. Das heißt, wir sind hier immer noch nicht gestorben an der Stelle durch die Arena und da haben wir ihn ganz safe, ganz sicher hier runtergespielt. Sehr, sehr schön an der Stelle und ja, der nächste Gegner, der hier sieht zum Beispiel jetzt auch nicht so
so gut aus. Also ja, ich weiß nicht, was das hier für eine Skillung ist, als Krieger hier auch auf Intelligenz zu gehen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant irgendwie an der Stelle. Also ja, es scheint irgendwie die neue Meta zu sein, keine Ahnung. Aber den könnten wir safe auf jeden Fall als nächstes dann uns vornehmen und das machen wir dann auch in der nächsten Folge, wenn es dann wieder soweit ist und wir uns dann ja, den nächsten schnappen können. Und dann sind wir dann auch schon tatsächlich bei der 8 von 10 und haben dann schon bald unsere Belohnung abgeschlossen hier und kriegen dann 10 frische Pilze, ja, womit wir dann wieder ein bisschen wirtschaften können. Vielleicht verbessern wir uns ein bisschen durch die Alu. Ich weiß nicht, wir haben momentan leider nichts, was wirklich so uns weiterhilft, jetzt bei dieser Challenge explizit, ja, aber das kriegen wir auf jeden Fall schon irgendwie hin. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da, wenn euch das Projekt zusagt. Schreibt mir auch ansonsten in die Kommentare, was ihr zu dieser neuen Challenge-Idee haltet. Das bringt auf jeden Fall ein bisschen mehr Würze in diese ganze Angelegenheit und man kann halt eben nicht, sich nicht so overpowered machen, wie ich es jetzt momentan mache gegen die aktuellen Dungeon-Gegner. Und ansonsten war es das erstmal soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.